Hallo allerseits, heute zur Abwechslung mal ein Auspackvideo von einer Modelleisenbahn-Startpackung von Märklin. Und zwar geht es um die Lokomotive Emma, Dampflok, die ist ja vielen vielleicht noch ein Begriff aus den damaligen Aufführungen der Augsburger Puppenkiste mit den Marionettenfiguren Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Das ist ein Roman von Michael Ende, der 1960 geschrieben worden ist und ab 1961 dann in Schwarz-Weiß im Fernsehen zu sehen war. Auch ich habe ihn als Kleiner gesehen, wie ich damals 5, 6 Jahre alt war. Mitte der 60er ist das dann alles schon gezeigt worden, immer wieder mal. Und jetzt kommt die ganze Geschichte als Kinofilm. Ende März ins Kino. Warner Bros. Haben den Film gedreht. Henning Baum ist dann Lukas der Lokomotivführer und Solomon Gordon spielt als Jim Knopf mit. Und auf dieser Packung von Märklin, die 50 cm breit ist, 34 cm hoch und 11 cm dick, sieht man hier, was drin ist. Hier sieht man nochmal ein Bild aus dem Kinofilm, der ja am 29. März ins Kino kommt. Und ich denke, der wird sicher vielen Spaß machen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch anschauen, wenn ich Zeit habe, möglichst bald. Ansonsten ein bisschen später. Und jetzt werden wir mal in die Packung reinschauen, was da alles drin ist, was sich Märklin einfallen hat lassen. Vorgestellt wurde die Packung ja schon mal auf der Spielwarenmesse. Ich habe da selber damals auch ein Video gedreht davon und von der großen Lok, die auch zu sehen war. Und jetzt schauen wir genau rein, was drin ist. So, wenn wir die Packung aufgemacht haben, haben wir hier einen Styroporschuber zum Rausziehen der Innereien. Das ist ein bisschen mit Gewalt. Und jetzt können wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Man sieht also hier die Emma. Dann sieht man hier eine Fernbedienung, mit der man das dann per Infrarot steuern kann. Da ist der Infrarotsender, die Batterien für die Fernbedienung. Das sind die üblichen Märklin-Gleise, C-Gleise für die normalen Loks im Maßstab 1:87. Dann haben wir hier noch eine Figur vom Jim Knopf. Dann haben wir hier noch den Lokomotivführer Lukas. Dann ist hier noch die Molly drin zum Spielen. Das ist vielleicht auch ganz nett fürs Kinderzimmer. Und dann haben wir hier noch das Netzteil zur Stromversorgung. Und das Ganze werden wir uns jetzt genauer anschauen, wenn ich mal die Gleise schon mal rausgepackt habe. Dann geht es weiter. So, jetzt schauen wir uns nochmal alle Komponenten aus der Nähe an. Das hier sind die C-Gleise von Märklin, die man zusammenstecken kann für ein Gleisoval in der Startpackung mit 1,12 m x 76 cm. Man kann das beliebig erweitern. Das sind die Standardgleise, die es bei Märklin überall im Laden und im Handel gibt. Das ist die Emma, die ist 10,5 cm lang, 138 Gramm schwer oder leicht und bis zum Kamin auch etwas größer als 10 cm. Dann haben wir noch die Figuren, den Jim Knopf, der ist etwa 35 mm groß und den Lukas 45 mm hoch. Und das ist die Molly, die man noch zum Spielen daneben stellen kann. Und dann haben wir hier noch die Infrarotfernbedienung, die relativ gut in der Hand liegt. Die hat 4 Tasten für 4 Funktionen, die man mit dieser Steuerung schalten kann, plus Licht. Da kann man umschalten zwischen 4 verschiedenen Lokomotiven, wenn man mal mehr Loks auf der Anlage fährt. Und da kann man die Fahrtrichtung wechseln und hier kann man schneller und langsamer stellen. Und auf der Rückseite ist ein Batteriefach. Das ist allerdings verschraubt, weil man sonst die Batterien als Kind zu schnell wechseln könnte. Deshalb muss das halt verschraubt sein. Ich werde die gleich einsetzen und jetzt einmal die Gleise zusammenbauen und dann kommt die nächste Etappe. Noch ein paar Worte zu den Märklin-Gleisen für diejenigen, die noch nie welche in der Hand gehabt haben. Die haben zum einen für die Stromversorgung der Loks außen 2 Schienen, die miteinander verbunden sind und in der Mitte Mittelkontaktstifte, die dann dafür sorgen, dass die Lokomotive, die unten einen Schleifer hat, in der Mitte auch Strom bekommt und auf der anderen Seite für eine bessere Stromversorgung beide Seiten, beide Räder jeweils zur Stromaufnahme dienen. Diese Märklin C-Gleise kann man ganz einfach zusammenstecken. Ich zeige das jetzt hier mal mit ein bisschen Gewalt. Und man kann es auch ganz einfach wieder auseinandernehmen. Das macht Klick und Klack. Und so einfach geht es und das schafft im Endeffekt ein 6-Jähriger, 7-Jähriger, 8-Jähriger locker. Deshalb ist die Packung auch ab 6 Jahre freigegeben. Und ich werde jetzt die Gleise mal endgültig zusammenstecken, bevor wir die Lok fahren lassen. Jetzt haben wir die Gleise zusammengebaut. Jetzt steckt man noch das Netzteil ans Anschlussgleis an und stecken es in die Steckdose. Und dann haben wir Strom. Und dann sieht man immer, das ist der Infrarotempfänger, der die Signale von diesem Handsender empfängt
Und man sieht immer, wenn man irgendeine Funktion drückt, dass es kurz blinkt zur Bestätigung. Jetzt fährt die Lok auch schon los, wollte man eigentlich noch nicht. Drehen wir nochmal die Richtung um und fahren nochmal ein Stück zurück. Damit wir jetzt auch dann den Lukas und den Jim Knopf in die Lok setzen können. Die wollen ja mitfahren. Das machen wir jetzt auch. Und dann schauen wir mal, dass die hier Platz haben in der Lok. Ganz bequem der Lukas, der Jim Knopf auch. Das Dach oben drauf setzen. Und dann können wir jetzt mal zeigen, was man alles machen kann mit der Digitalsteuerung von Märklin. Die Emma von Märklin ist mit einem Digitaldecoder ausgestattet, der ganz normal über die Gleise versorgt wird, so wie es bei Märklin bei allen Lokomotiven der Fall ist, die generell über die Gleise gesteuert werden. Über die Gleise können Dutzende Loks gleichzeitig fahren. Bei dieser Startpackung kann man allerdings nur 4 Lokomotiven umschalten, zwischen 4 verschiedenen Loks wählen, die man hier mit dem Schiebeschalter wählt. Und die Lok selber kann allerdings auf jeder beliebigen Digitalanlage von Märklin fahren, kann auch dann für andere Digitalsysteme genutzt werden, hat einen sogenannten MFX-Decoder drin, der auch DCC versteht. Das sind die üblichen Digitalstandards und den normalen einfachen Standard. Und diese kleine Handreglerzentrale hat ein paar Funktionen, die man schalten kann, insgesamt 5 Stück. Die Beleuchtung schalten wir hier mal ein und aus, dann sehen wir das hier mal, wie die Beleuchtung ein- und ausgeht. Dann haben wir hier 2 Geräuschfunktionen an Bord. Über die 4. Taste kann man die Anfahrbremsverzögerung schalten. Das heißt, dass die Lok beim Abbremsen abrupter stehen bleibt oder langsam ausrollt. Und ich aktiviere jetzt mal die Funktionstaste 1. Das ist eine Geräuschsequenz aus dem Lokomotivführer Lukas Jim Knopf Film, bei der man Henning Baum hört und Solomon Gordon hört, wie sie sprechen. Ich spiele es jetzt mal ab. Du und Emma, ihr seid meine besten Freunde. Das wird kein Spaziergang. Wir sind Lokomotivführer. Wir schaffen das. Und wenn wir die Lok jetzt losfahren lassen, können wir aufs Geräusch zuschalten. Das Geräusch läuft immer ab, leider nicht geschwindigkeitsabhängig, aber immerhin trotzdem ein nettes Dampflokgeräusch mit einem Pfeifen am Anfang. Und wenn man das geschickt macht, dann ist es wirklich beim Losfahren schon zu hören. Ich werde es jetzt gleich mal versuchen. Jetzt machen wir es wieder aus. So, und jetzt lassen wir die Lok losfahren und machen das Geräusch dann an. Machen wir Fahrtrichtungswechsel. Lassen wir sie schneller fahren. Das war's vom Auspacken der Startpackung von Märklin mit der Emma aus dem Kinofilm Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Den Kinofilm gibt's ab 29. März in deutschen Kinos und die Startpackung gibt's voraussichtlich irgendwo 1., 2. Märzwoche, hat's von Märklin geheißen, in den Läden. Und mir hat's Spaß gemacht, das mal auszuprobieren und ich denke, da wird so mancher dabei sein, auch älteren Semesters, der diese Startpackung allein schon aus Kindheitserinnerungen sich vielleicht kaufen wird und ins Regal stellt. Und für die, die es noch interessiert, der Listenpreis der Packung 149,99 €.